alle, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Ich bin Elsa. Und ich bin Min. Hey! Und ja, heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Heute möchten wir darüber reden, wie wir auf das Thema Korea gekommen sind. Also, wie wir Korea kennengelernt haben und wie wir uns in Korea verliebt haben. Also, vielleicht machen wir so unsere Top 3, warum man sich in Korea verlieben sollte. Fangen wir mit dir an. Wie bist du? Ich soll anfangen, okay. Ja, genau. Wie bin ich nach zu Korea gekommen? Naja gut, ich meine Mutter ist Koreanerin. So. Und also hatte ich auf jeden Fall schon einen Bezug zu Korea. Ich habe zu Hause koreanisches Essen bekommen. Ich habe ein bisschen mit der koreanischen Kultur zu tun gehabt. Und ich habe auch schon drei Jahre lang in Korea gewohnt. Oh, als Kind. Wann hast du in Korea gewohnt? Genau, so als kleines Kind, so 4 bis 7 Jahre war ich da. Dann bist du auch in die Schule gegangen, oder? Ja, in den Kindergarten und 1 Jahr in die Grundschule, genau. Ja, war auch eine sehr interessante Erfahrung, aber dann sind wir zurück nach Deutschland gekommen und genau, also hatte ich schon so ein bisschen Kontakt mit Korea, aber auch nicht so richtig. Also zum Beispiel, dass ich zu Hause koreanisches Essen bekomme, hat sich für mich sehr natürlich angefühlt. Das ist so, es war einfach da, also es war für mich schon zur Gewohnheit geworden. Das heißt, für mich war es nichts mehr Besonderes, aber ja, dann komme ich auch schon zu dem Punkt, wie ich mich in Korea verliebt habe. Das klingt irgendwie komisch. Wie ich mich in das Land Korea verliebt habe. Genau. Und das bist du. Weil, ja, sucht euch eine Freundin, die viel mit Korea, Freund oder Freundin, die Korea liebt und sehr viel mit Korea zu tun haben will. Dann lernt man das Land auch nochmal ganz anders kennen, weil ihr das aus einer ganz anderen Perspektive seht. Also wie gesagt, das war alles sehr gewöhnlich für mich und durch dich habe ich nochmal K-Drama, K-Pop, Manhwa, all diese Sachen so ein bisschen mitbekommen und auch das nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen und genau. Ja, und vielleicht machen wir auch noch irgendwann eine Reise nach Korea. Das wäre schon schön. Ja, das wäre schön. Ja, was hast du denn so für Gründe oder Auslöser für deine Liebe zu Korea? Ich glaube, einer der Hauptauslöser, ich weiß nicht mehr, was zuerst kam, also ob das K-Drama zuerst kam oder K-Pop zuerst kam. Auf jeden Fall, glaube ich, war es die Musik. Ich war damals eher in J-Rock in der Szene gewesen. Also ich habe halt die Musik sehr gerne gehört und ich habe unglaublich viele Mangas gelesen und auch Animes gesehen. Und genau, und irgendwann bin ich dann, ich glaube tatsächlich, dass ich zuerst von den Soundtracks quasi zu ein Video gekommen bin, was Full House mit Rain, einer der bekanntesten Sänger überhaupt, quasi, also der da drin war und der war der Hauptdarsteller gewesen und dann habe ich das Video gesehen und fand das total niedlich und dachte mir so, oh, ich muss unbedingt die Serie gucken. Und ich glaube, dass tatsächlich ich zuerst die Serie geguckt hatte, also Full House, und mich total in diese Serie verliebt habe, weil sie so witzig war einfach. Die war witzig und total cool gewesen. Und dann bin ich aber auch auf die Musik gekommen. Später, danach kam Secret Garden und dergleichen, also dann bin ich ziemlich schnell reingerutscht. Aber das hat noch nicht, also das habe ich nebenbei immer mal wieder gemacht, aber ich glaube, das war noch nicht der totale Auslöser gewesen. Der totale Auslöser war, glaube ich, 2012 rum gewesen, wo eine K-Pop-Band namens Beast, heute nennt sie sich Highlight, nach Deutschland gekommen ist. Und ich weiß nicht, wie ich an Tickets gekommen bin, wirklich, es war verrückt gewesen. Also irgendwie bin ich an diese Tickets gekommen, wahrscheinlich haben Freunde mir gesagt, oh ja, Beast ist da und hol dir doch mal Tickets. Und tatsächlich kann ich mich aber nicht daran erinnern, mit Freunden zu diesem Konzert hingegangen zu sein, sondern ich bin alleine hingegangen und habe dort Leute kennengelernt. Ich weiß gar nicht wie, also wahrscheinlich über Facebook, über 8 Ecken bin ich hingegangen und ja, habe das heute auch mal so ein bisschen mitgebracht tatsächlich. Vom Konzert noch, was ich hatte. Wow. Das war nämlich diese Beautiful Show. Was man hier so hat. Ich zeig's. Wow. Ich
halte es auch nochmal hier in die Kamera. Genau. Und hier haben wir, also, das ist ewig alt einfach. Hört man gar nicht. Ich habe auch hier noch die Songtexte. Also wir haben uns ja alle damals, die Szene war ja alles noch nicht gar nicht so gewesen und wir haben uns damals die Songtexte quasi ausgedruckt, um dieses eine Lied wenigstens mit ihm mitsingen zu können. Und ich habe da ganz, ganz tolle Leute kennengelernt, die ich bis heute sehr gut in Erinnerung habe. Und das war halt richtig, richtig cool gewesen, also für das zu bekommen. Ich habe, glaube ich, auch noch irgendwo so ein Handtuch gehabt. Kann man ja? Genau. Genau. Und da bin ich halt wirklich damals, da habe ich mir richtig die Mühe gemacht, die Jungs auswendig zu lernen, weil es damals für mich ein bisschen schwierig war. Also du meinst die Namen? Die Namen, genau. Die Namen zu den Leuten zuzuordnen. Beziehungsweise ich finde es auch immer schwierig. Ich bin nicht so gut im Namen merken. Und dann hatte ich auf einmal so 5, 6 Jungs, dessen Namen ich mir merken sollte. Und da war ich so, oh mein Gott. Und trotzdem will sie Lehrerin werden. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann die ganzen Lieder innerhalb, also es war eine kurze Zeit gewesen. Ich glaube, es war nicht mal ein Monat, bis das Konzert dann angefangen hat. Und habe ich in der kurzen Zeit also viele Lieder auswendig gelernt, nicht alle. Die Hauptlieder halt auf jeden Fall. Habe mir die ganze Zeit nur Videos von ihnen angeguckt und bin dann ziemlich schnell reingerutscht. Und dann hat sich alles so ein bisschen selbst entwickelt. Also vom K-Drama zu gleich. Ich habe damals noch nicht gekocht. Ich habe auch noch nicht die Sprache gelernt. Das war alles so ein bisschen verrückt. Die Sprache lerne ich erst seit so 2, 3 Jahren tatsächlich. Aber Kochen auch erst so seit 4 Jahren, 5 Jahren. Ja, auf jeden Fall schon bevor wir zusammengekommen sind. Beide. Du hattest ja schon diverse Kochbücher da und so. Ja. Naja, also mittlerweile bin ich ganz gut im koreanischen Kochen und auch beim Essen und auch die Sprache lerne ich langsam ein bisschen besser. Kann ich nur bestätigen, das mit dem Kochen. Das ist schön. Und ja, früher war das auch alles nicht so einfach, an die Zutaten ranzukommen. Es ist heutzutage mit der Hallyu Wave, hat sich das Land sehr geöffnet. Ja, das stimmt. Wir gehen ja auch oft in so Asiamärkte in Berlin einkaufen und da wird die Auswahl auch tendenziell eher immer besser. Und auch so die Anzahl der Asiamärkte ist, glaube ich, auch eher am Steigen. Also ja, man kriegt es schon so mit. Ja. Asien schwappt rüber. Vor allem Korea schwappt rüber. Ja, Korea auch, aber ja. Genau. Natürlich auch. Ich meine, so ein Asiamarkt ist natürlich so Chinesisch, Vietnamesisch, Koreanisch, Japanisch, das ist alles so ein bisschen mit dabei. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, auch, ist das der Grund, warum die Leute hierzulande auch so, ach ja, das sind Asiate, ne? Ja, ich will es ihnen nicht unbedingt übel nehmen. Ich meine, ja, durch die Asiamärkte wird es natürlich auch verstärkt, weil da halt alles so in einen Markt geklatscht wird. Nimmt man das so auch als ein Land wahr oder so, vielleicht. Ja. Ja, genau. Es ist ein Fehler einfach beim Denken. Und desto mehr man aufklärt und desto mehr man erzählt, hey, es gibt Unterschiede, Sushi ist nicht Kimbap und gemixter Reis ist halt nicht Bibimbap. Also es gibt eben verschiedene Arten und dieser Channel soll auch helfen, das ein bisschen euch Korea ein bisschen näher zu bringen und zu zeigen, hey, das ist das Besondere an Korea. Deswegen, ja. Ja, aber ich hoffe natürlich, die Zuschauer von diesem Kanal wissen den Unterschied zwischen Korea und Japan natürlich schon, aber ja, genau, natürlich, soll natürlich auch dabei helfen. Ich erzähle nur grob, wir können gleich unsere Top 3 was machen, auf jeden Fall das Essen. Und also Style, also mich hat auch immer der Style sehr inspiriert. Du meinst jetzt eher so der traditionelle oder der Alltagsstyle? Der Alltagsstyle, also auch dieses Hallyu-mäßige, also koreanisches Sternchen, Idol-Star. Also dieser Style hat mich nun immer sehr, sehr begeistert. Und was relativ neu ist, aber was ich total schön finde, ist halt auch Traditionen von Korea und der Alltag. Und ich finde dieses Aufwachsen in einer Kultur, weil ich das, glaube ich, sehr durchmixt gelebt habe, weil ich ja Dominikaner bin und Deutsche bin auch und dass ich auch in Dominikana gewohnt habe und deswegen weiß, wie confused das alles sein kann. Ja. Und
Ich finde aber, ja genau, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich auch als Kind in der Grundschule Dominikaner war. Ja, man wird dann in Deutschland wird man dann als Nicht-Deutscher angesehen, also vielleicht Asiate oder Koreaner. Und in Korea wird man dann als Nicht-Koreaner, also vielleicht irgendwie so Ausländer, Deutscher oder ähnliches gesehen. Und dann, ja, ist das schon ein komisches Gefühl für alle, die das nicht so ganz verstehen können. Aber, ja. Ja, aber ich habe das Gefühl, gerade dadurch, dass ich dich kennengelernt habe und auch viel mit deinen Eltern mache und deiner Mutter, die ja auch Koreanerin ist, sie ist eine sehr stolze Koreanerin und sie weiß so unglaublich viel. Also sie hat nicht nur, dass sie mir auch Rezepte beibringt und wir zusammen K-Dramas gucken können, wir mögen auch BTS, dieselbe Band, und sie hat so ein Reichtum an Wissen, was kulturelle und aber auch Alltagsdinge angeht und aber auch geschichtliche Dinge, die sie gerne mit mir teilt. Und ich liebe es, mich mit ihr zu unterhalten und ihr zuzuhören und von ihr zu lernen. Und das ist dieser neue Aspekt, der durch dich, durch deine Familie quasi mit reingekommen ist und der mich unglaublich mit aufnimmt quasi. Und ich habe das Gefühl, nicht nur, dass ich jetzt Deutsche bin, sondern auch Dominikanerin bin, habe ich auch so ein kleines Stückchen Koreanerin. Also natürlich im Herzen. Das freut mich zu hören. Auch wenn der Hauptteil natürlich von meiner Familie kommt. Genau. Aber das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und auch wie wir uns, also wir haben gar kein Gabelfach mehr, wir haben ein Stäbchenfach. Und eigentlich benutzen wir Gabeln so selten bei uns im Haushalt. Weil, es schwappt auch in unseren Alltag mit ein quasi. Also das muss man schon wirklich sagen. Das ist sehr präsent bei uns geworden. Und natürlich auch in der Deko, wie man hier sehen kann. Das steht auch sonst in unserer Wohnung. Vielleicht nicht hier auf dem Tisch, aber halt irgendwo verteilt. Genau. Dann Gründe, warum man sich in Korea verlieben sollte. Ganz klar. Für dich. Deine Für Top mich. 3. Meine Top 3. Also, keine Ahnung. Ich fange mal mit dem 3. Platz an. Ich finde, allgemein asiatische Kulturen sind sehr, sehr unterschiedlich von den hiesigen europäischen Deutschen. Und so eine Kultur mal kennenzulernen und die Welt so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, ist schon sehr spannend und kann für einen persönlich auch sehr viel Entwicklung bedeuten. Deswegen ist das auf jeden Fall in der Top 3 bei mir. Und mein 2. Platz ist, denke ich, sich Gleichgesinnte suchen. Also in meinem Fall bist du das, aber also genau, Gleichgesinnte, die ebenso ein Interesse an asiatischen Kulturen haben, die sind ein sehr starker Faktor, so ein sehr, das treibt einen an, wenn sein Umfeld auch sich für das interessiert, was man selber macht. Und klar, das macht man ja auch irgendwie automatisch, aber falls man das nicht so doll hat, sollte man sich vielleicht mal ein bisschen umgucken. Gibt genug Foren, Discord, irgendwo im Internet gibt es bestimmt genug Leute, die das sehr interessant finden und sich gerne darüber austauschen. Und mein Top 1 ist Essen. Also Essen ist schon echt toll, koreanisches Essen. Und ich habe es ja auch schon gesagt, es ist für mich etwas sehr Gewöhnliches geworden, weil meine Mutter immer auf Koreanisch für mich gekocht hat. Aber jetzt bin ich ja schon länger nicht mehr zu Hause und klar, wenn ich mal zu Hause bin, kriege ich koreanisches Essen. Aber sonst muss man sich das halt selber kochen. Und das ist sehr, sehr, sehr schön, weil man Zeit in was investiert, zum Beispiel mit jemandem, der sich dafür interessiert oder auch einfach für sich selbst Rezepte lernt, sich ausprobieren kann und dann das Essen genießen kann. So, das ist der beste Part, ja. Und was ist denn dein Lieblingsessen? Wahrscheinlich Kimchi Jjigae. Ja. Das ist sehr, sehr lecker. So schön würzig, scharf. Ja, ich esse sehr gerne scharf. Als Koreaner so verwunderlich. Ja, gut. Aber es gibt auch viele Koreaner, die nicht so scharf essen. Ja, was sind deine Top 3 so? Meine Top 3. Ich würde sagen, auf dem 3. Platz ist Musik. Koreanische Musik. Und damit meine ich nicht nur K-Pop, sondern auch
die Dramen, also Dramen-Ost, die Soundtracks, weil sie so unglaublich gut sind. Wenn nachdem du den Drama angeguckt hast, höre ich mir immer danach die Playlist an, aber auch schon währenddessen, weil die so schön im Ohr bleiben und ich halt immer gleich ein Gefühl damit verbinden kann. Selbst wo ich die Sprache noch nicht so gut sprechen konnte, hat die Melodie und die Art des Singens sich immer sehr schön bei mir eingebrannt. Und mit Musik meine ich auch Karaoke, Noreban. Ja, das stimmt. Noreban. Und ich weiß, dass ich früher noch mit ausgedruckten Zetteln wie im Konzert, weil ich ja noch nicht lesen konnte, quasi zum Karaoke hingegangen bin, weil wir haben eine Karaoke-Bar, Snooker Karaoke, aber da werden die Lieder halt nur auf Koreanisch abgespielt. Also es gibt auch Englische, aber die Koreanisch sind, haben halt auch die koreanische Schrift und ich konnte das natürlich nicht so schnell lesen. Selbst heute ist es schwierig, das ganz schnell zu lesen. Und dann habe ich mir einfach als kleines Kind, also als Teenie, halt einfach die Sachen ausgedruckt und habe dann halt immer gesungen und abgelesen. Und das ist eine sehr schöne Erinnerung. Und ich habe auch eine Freundin so kennengelernt, die ich bis heute sehr schätze. Und ja, und es war schwierig, Platz 2 auszumachen. Aber es ist generell sehr schwierig zu wählen, was Top 3 sind, wenn Korea so allumfassend ist. Das Essen. Tatsächlich ist das Essen auf Platz 2. Einfach weil ich es liebe, koreanisch zu kochen und ich liebe auch die Diversität in den Flavors, also in den Geschmackssachen, den koreanischen. Und ich mag auch, wie gemeinsam das Essen ist. Also jeder hat so seine Schüssel Reis in der Regel, aber zum Beispiel, wenn wir Kimchi Jjigae machen, dann haben wir einen Topf Kimchi Jjigae und alle essen halt davon und dann hat jeder sein Dings. Oder wir haben halt gemeinsame Beilagen, die wir essen und auch wenn wir mit Freunden zusammen essen, hat jeder einfach sein Süppchen oder seine Schüssel Reis, aber wir teilen das Essen und dieses gemeinsame Teilen finde ich sehr schön, auch wo wir mit deinen Eltern im Restaurant waren, das ist auch in der ersten Erinnerung, da haben wir einfach gemeinsam Essen bestellt und dieses Essen trotzdem gemeinsam gegessen, also jeder hat von jedem einfach ein bisschen was gegessen und das ist in Deutschland etwas seltsam. Ja, es ist also, dass man mal bei seinen Eltern was probiert, ist vielleicht noch halbwegs normal, aber so Freunde oder ein bisschen nur fernere Bekannte, das ist das schon komisch. Ja. Das ist in Korea total normal. Ja, das stimmt. In Korea ist das sowas sehr Soziales, gemeinsam zu essen und... Ja, genau. Das Essen nicht nur was Geschmackliches für mich, sondern auch was sehr, sehr Soziales und wo man mit Menschen zusammenkommen kann. Und dieser Aspekt finde ich sehr schön und ja. Und mein Lieblingsessen, muss ich es auch nochmal sagen, stimmt, ja. ist auch Kimchi Jjigae. Oh, woran mag das bloß liegen? Also ich liebe ja Kimchi über alles. Und Kimchi Jjigae ist das perfekte Essen für uns beide. Es ist einfach zu machen. Und Min ist mittlerweile ein richtiger Pro drin geworden. Ja. Stell mich so eine halbe Stunde in die Küche, setz den Reis an, mach die Ziege so nebenher. Dann ist das Essen bald fertig. Ja, top, tippitoppi. Genau, und Platz 1. Tradition. Die koreanische Kultur. Also ich habe es ja schon immer mal wieder ein bisschen durchsickern lassen, aber ich studiere auch Geschichte. Und ich finde es unglaublich wertvoll und schön, wie Korea sich seine Traditionen bewahrt. Ich bin ein großer Fan von den Volkstales. Den traditionellen Geschichten. Ja, Märchen. Von den Märchen. Und genau. Ich lese sie unglaublich gerne. Also das, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Oder höre mir halt ganz gerne Hörbücher oder Videos dazu an. Oder lasse mir etwas von Unju, also deine Mutter, halt auch erzählen. Und das fand ich sehr faszinierend. Also nicht nur als Geschichtsstudentin, sondern einfach auch als Mensch. Und dieses Miteinander, was halt auch immer miteinander mitschwingt oder bestimmte Verhaltensnormen, die halt auch Sinn ergeben, wo man sehr viel Respekt füreinander zeigen kann und halt auch den anderen schätzt. Und das ist etwas, was, glaube ich, der Fakt, der mich an Korea am meisten gefesselt hat und der mich dann auch dazu überzeugt hat, die Sprache letztendlich zu lernen, weil ich dieses Schriftbild auch unglaublich schön fand und die Geschichte dahinter mit dem King Sejong auch sehr schön fand. Und ich weiß noch, im ersten Koreanischkurs war es auch das erste, was wir gelernt haben, also diese Geschichte, wie dieser König für das Volk, damit alle lesen und schreiben können, dieses Alphabet, also das Hangul, erfunden hat und das quasi ins Volk gebracht hat. Und das hat mich sehr ergriffen. Und deswegen ist die koreanische Tradition, die koreanische Kultur bei mir definitiv Platz 1.
Sehr schön, sehr schön. Ja. Was sind eure Gründe? Warum habt ihr euch in Korea verliebt? Wie seid ihr mit Korea in Kontakt getreten? Ich freue mich über jeden Kommentar. Schreibt ihn einfach drunter. Und ansonsten abonniert uns, lasst uns einen Daumen nach oben. Vielleicht habt ihr noch Ideen, über was wir reden sollen. Seid ihr neugierig auf etwas geworden? Stellt uns Fragen. Okay. Dann war es das auch schon für uns. Wir freuen uns auf das nächste Video, was sehr bald kommen wird. Da wird Sophie mit dabei sein, eine Freundin von mir. Und wir reden über K-Dramen. Also, bleibt gespannt. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.